Hörst du mich? Hörst du mich? Test, Test, Test. Ich bin der Sebastian von Contec und wir sprechen heute über das Thema Tubeless. Ja, Snakebites entstehen da. Snakebites? Nee? Ach, schade. Moin zusammen, ich bin der Sebastian von Contec und heute reden wir über das Thema Tubeless und zeigen euch, wie ihr auf Tubeless umrüstet. Was ist Tubeless? Tubeless bedeutet eigentlich einfach nur schlauchlos. Sprich, ihr fahrt euren Reifen zukünftig ohne Schlauch. Kein Schlauch, er kann euch also auch nicht kaputt gehen. Die Reifen werden statt mit einem Schlauch einfach mit einer sogenannten Dichtmilch gefüllt. Das verhindert auch bei kleinen Beschädigungen, dass Luft aus dem Reifen entweichen kann. Sprich, die Löcher werden durch die Dichtmilch im Reifen sofort abgedichtet. Ihr könnt Tubeless-Reifen mit weniger Druck fahren. Heißt, ihr habt zum Beispiel im Gelände eine bessere Anpassung an den Untergrund und dadurch auch einen verringerten Rollwiderstand. So Freunde, ran an die Buletten. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr auf Tubeless umrüstet. Wir brauchen Tubeless-Ventile, Tubeless-Felgenband, einen kleinen Innensechskantschlüssel zum Durchstechen des Felgenbandes, Reifenheber, Entfetter, ein Tuch, Dichtmilch und das Injektor-Kit zum Einfüllen der Tubeless-Milch. Nun demontieren wir den alten Reifen. Dazu lassen wir die Luft ab. Mit den Reifenhebern kannst du nun den Reifen abziehen. Dann drehst du die Rändelmutter des Ventils ab und entnimmst den Schlauch. Jetzt kannst du die andere Seite des Reifens von der Felge ziehen. Den Reifen runter. Das alte Felgenband aus dem Felgenbett entfernen. Weg damit. Damit der Kleber des Tubeless-Bandes richtig hält, muss das Felgenbett sauber und fettfrei sein. Sprühe einfach etwas Entfetter auf ein Tuch und reinige das Felgenbett gründlich. Nun kannst du das Tubeless-Felgenband einkleben. Starte dabei 10 cm vor dem Ventilloch und ende 10 cm dahinter. So liegt am Ende eine doppelte Schicht Felgenband über dem Ventilloch. Achte beim Einkleben darauf, das Band so glatt wie möglich einzukleben. Außerdem empfehle ich dir, das Ende halb kreisförmig abzuschneiden, damit das Felgenband besser hält. Es soll die Speichenlöcher der Felge luftdicht verschließen, damit hier keine Dichtmilch austreten kann. So, wir haben jetzt das Felgenband eingeklebt. Jetzt befestigen wir unser Ventil. Jetzt nehmen wir uns einen spitzen Gegenstand, in unserem Fall einen Innensechskantschlüssel, und stechen durch das Ventilloch durch für das Ventil. Zur Montage schraubt ihr das hier einfach auseinander, macht hier die beiden Distanzstücken ab, mit denen ihr halt auch mal die Ventile an eure Felgen anpassen könnt, und steckt das Ventil in die Felge. Damit es später besser abgedichtet wird, nehmen wir jetzt hier noch eins unserer Distanzstücken und schieben das auf das Ventil rauf. Als nächstes ziehen wir den Reifen wieder auf. Kommen wir nun endlich zum Befüllen des Reifens. Dazu benötigen wir die Dichtmilch und unser Injector-Kit. Für das Befüllen unseres 29er Reifens hier benötigen wir ca. 90 bis 120 Milliliter Dichtmilch. Dazu nehmen wir hier unsere 125 Milliliter Variante. Wir haben natürlich auch noch größere Gebinde. So, als nächstes schrauben wir das Ventil auf, damit die Dichtmilch eingefüllt werden kann. Zum Befüllen nutzen wir nun unser Injector-Kit. Hier auf der Spritze ist auch eine genaue Milliliterangabe angegeben. Das macht es euch beim Befüllen halt auch nochmal einfacher. Jetzt ziehen wir die Dichtmilch in unsere Spritze auf. Schieben dann den Schlauch des Injektor-Kits auf das Ventil und können dann die Dichtmilch ohne große Sauerei in den Reifen spritzen. Bevor ihr das Ventil jetzt zuschraubt, erstmal Reifen aufpumpen. Dazu benutzen wir hier einfach eine handelsübliche Standpumpe, in unserem Fall die Air Support. Wenn ihr diesen Knall gehört habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Das bedeutet nämlich, dass sich die Wulst des Reifens in die Flanke der Felge gesetzt hat. Wenn sich diese Kontrolllinie hier vom Reifen ringsherum um die Felgenflanke im gleichen Abstand befindet, dann habt ihr eigentlich alles richtig gemacht.
Als nächstes baut ihr das Laufrad in euer Fahrrad ein und fahrt damit am besten so circa 10 Minuten lang. Dadurch verteilt sich die Dichtmilch nochmal optimal im Reifen, verschließt auch schon kleinere Risse und ja, dichtet den Reifen dann somit auch schon ab. Solltet ihr doch mal ein Loch euch irgendwie unterwegs einfahren, mit dem die Dichtmilch nicht klarkommt, dann haben wir unser Stinger TL Pro für euch. Damit könnt ihr ganz einfach auch nochmal den Tubeless-Reifen flicken. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch in einem Blogbeitrag. Den findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Bei den Ventilen nutzen wir unsere neuen Fast Air TL in der zweiten Generation. Diese gibt es in 3 verschiedenen Größen für die Varianten MTB und Road. Der Hauptvorteil unserer Ventile liegt daran, dass sie sich auch mit einer ganz normalen herkömmlichen Standpumpe aufpumpen lassen. Das heißt, ihr benötigt keinen Kompressor und auch keine extra dafür vorgesehene Standpumpe. Das Fast Air TL2 verfügt außerdem über viel weniger Komponenten, ist dadurch leichter und auch nachhaltiger. Außerdem habt ihr bei unseren Fast Air Ventilen im Vergleich zu herkömmlichen Ventilen 300% mehr Luftdurchfluss. Unser System ist zudem besonders schmierfrei und unsere zweite Generation ist übrigens auch besonders dafür geeignet, wenn ihr euren Reifen mit Tire Inserts fahren wollt. Was sind Tire Inserts? Tire Inserts sind besondere Schaumstoffeinlagen, mit denen ihr eure Felge schützen könnt. Warum sind unsere neuen Ventile jetzt besonders dafür geeignet? Sie bieten einfach viel mehr Platz im Reifen. Falls ihr Fragen zu den Produkten habt, wendet euch gerne an den nächsten Contact-Partner. Ansonsten bei allen anderen Fragen auch gerne wieder rein damit in die Kommentare, Daumen hoch, abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!